Herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Video unserer Reise und gleichzeitig einem der absoluten Höhepunkte. Denn wir sind hier gerade im Dschungel von Kambodscha, um uns die Ruinen von Angkor anzuschauen. Also Angkor Wat, den legendären größten Tempel, den die Menschheit jemals errichtet hat, und dann auch das riesengroße Areal da so drumherum. Und was jetzt wahrscheinlich die allermeisten von euch nicht wissen, ist, dass ich promovierte Mittelalterhistorikerin bin. Das heißt, schon seit ganz, ganz vielen Jahren interessiert mich natürlich sehr, wie so die Menschen vor 500 bis 1000 Jahren gelebt haben. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und da ist Angkor eines der absoluten Highlights. Und ich bin super gespannt, mir das jetzt in den nächsten beiden Tagen mit euch gemeinsam anzuschauen. Also, ich zeige euch natürlich alles, was so die Logistik angeht. Dann die in meinen Augen spannendsten Tempel, und ihr könnt mir glauben, ich habe mich da jetzt echt eine ganze Weile damit beschäftigt. Und was euch vielleicht irgendwie auch interessiert, es gibt ja unheimlich viele Mythen, die sich so um Angkor ranken. Also da gibt's Dinosaurier, die angeblich in den Reliefs abgebildet sind, Elefanten mit 4 Stoßzähnen, astronomische Konstellationen, was auch immer. Auch dazu werde ich natürlich was sagen. Und ehrlich gesagt, ich kann überhaupt nicht abwarten, mir die ganzen Sachen selbst anzugucken. Also, kommt mal mit. Unser Abenteuer in Angkor Wat beginnt jetzt schon am Tag zuvor zum Sonnenuntergang. Denn wir haben uns vorhin gerade unsere Tagestickets geholt. Die kosten $37 und die gelten ab 17 Uhr am Vortag. Das heißt, man bekommt quasi einmal den Sonnenuntergang in Angkor Wat geschenkt mit dazu. Das machen wir jetzt gerade. Es hat geregnet bis jetzt eben gerade. Es nieselt irgendwie auch immer noch so ein bisschen. Aber wir sind jetzt auf einen Tempelberg ganz in der Nähe gekrabbelt und haben jetzt noch so ungefähr 20 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Mal gucken, ob das hier heute ein ordentlicher wird. Wir haben eben gerade schon einmal ganz kurz angehalten in Angkor Wat selbst, um für morgen früh so ein bisschen vorbereitet zu sein. Und es ist echt unglaublich. Also ich hatte total Gänsehaut. Der Tempelberg heißt Phnom Bakheng und liegt so etwa 60 Meter über der Ebene von Angkor. Und genau hier wurde auch im 9. Jahrhundert die erste Stadt in der ganzen Gegend überhaupt errichtet. Das heißt, es ist natürlich entsprechend auch einer der ältesten Tempel. Und der König, der das gemacht hat, hat auch das gewaltige östliche Bahrai mit anlegen lassen. Das ist, wenn ihr mal auf die Karte guckt, ein riesengroßes Wasserreservoir von 7,5 Kilometern Länge und fast 2 Kilometern Breite. Der Phnom Bakheng ist einer der beliebtesten Sunset-Spots, deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, da rechtzeitig zu sein. Wir hatten jetzt Glück, es war nicht so super voll, aber das ist in der Hauptsaison wahrscheinlich anders. Und auch noch ganz wichtig, die Tickets für Angkor Wat, die dann entsprechend auch für alle anderen Tempel in der Anlage gelten, die muss man wirklich beim offiziellen Ticketcenter kaufen. Also man kann die nicht vor Ort an den einzelnen Tempeln erwerben. Es ist 5 Uhr morgens und der Moment, auf den alle warten, ist der Sonnenaufgang über Angkor Wat. Aber zwischen den ganzen Kameraklicks und Touristenströmen liegt ein Ort, der mehr ist als nur ein Fotomotiv. Angkor Wat ist der Haupttempel der Metropole, die vom 9. bis zum 15. Jahrhundert um ihn herum lag, und gleichzeitig ist er die größte religiöse Anlage der Welt. Angeblich wurde Angkor Wat im 11. Jahrhundert in nur 37 Jahren errichtet, und zwar von König Suryavarman II. Und unter seiner Herrschaft lebten in der ganzen Region um Angkor herum etwa 1 Million Menschen. Damit ist Angkor die größte Stadt der vorindustriellen Zeit weltweit. Aus dem riesigen Reich der Khmer sind übrigens keine schriftlichen Aufzeichnungen erhalten geblieben. Das heißt, alles, was man heute so weiß über diese ja ganz beachtliche Zivilisation, das weiß man eben aus archäologischen Ausgrabungen,
Dann aus den Inschriften, die man an Säulen und auch auf Steinen in den Tempelanlagen findet, und aus den Reliefs. Also die sind wirklich so fast die wichtigste Quelle, weil die eben alles darstellen, vom Alltag der Bewohner, vom Leben am Königshof bis hin zu den Kriegszügen. Und insgesamt hat man fast 2000 Quadratmeter von Reliefs bedeckte Wände in allen Tempeln dieses großen Komplexes. Und was in der Reliefkunst der Khmer eine ganz besondere Rolle spielt, das sind zwei verschiedene weibliche Darstellungen. Einmal findet man Apsaras und man findet Devatas. So, die sogenannten Apsaras sind himmlische Tänzerinnen, die ganz oft eben auch tanzend dargestellt werden. Und andere himmlische Bewohnerinnen sind die sogenannten Devatas. Das sind so weibliche Schutzgottheiten, und die findet man in aller Regel stehend dargestellt, ganz oft in Nischen im Tempel. Und das finde ich total spannend. Jede Devata hat ihren ganz persönlichen Gesichtsausdruck bekommen und auch ihre ganz eigene Haartracht. Ich habe gelesen, dass es über 30 verschiedene Frisurenvarianten gab im Tempel, und allein in Angkor Wat findet man etwa 2000. Also wir waren lange im Tempel unterwegs und haben da so viele dieser Darstellungen gesehen. Das ist total beeindruckend. Was man sich bis heute überhaupt nicht erklären kann, ist, wie die Khmer mit solcher Präzision bauen konnten. Denn diese riesigen Steine, ihr seht das hier, die sind wirklich perfekt aufeinander gesetzt, und zwar ohne Mörtel. Man fragt sich wirklich, wie die Menschen vor 900 Jahren das so machen konnten. Und natürlich gibt es dann auch Ideen, die von verlorener Technologie sprechen. Es sind immerhin 5 Millionen Tonnen Stein, die da ja doch in relativ kurzer Zeit bewegt worden sind. Und nur damit ihr es mal gehört habt, es gibt tatsächlich auch die Idee, dass die verlorene Zivilisation von Atlantis geholfen hat, Angkor Wat zu bauen, beziehungsweise vielleicht selbst auch Teil dieser Kultur war. Also sehr, sehr mysteriös alles. So, es ist jetzt kurz vor 7 und wir sind im großen Angkor Wat Tempel schon eine ganze Stunde lang umhergelaufen, haben uns da alles angeschaut, und das war unglaublich. Also die Anlage ist so riesig, man kann sich das wirklich kaum vorstellen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Tuk-Tuk, zu Mr. D. Also, und noch ist es zum Glück auch nicht so heiß. Also es sind jetzt, glaube ich, so 29, 30 Grad vielleicht. Also im Verhältnis geht's jetzt noch. So, weg vom Mysteriösen wieder hin zu etwas, das man sicherer weiß. Und zwar fahren wir jetzt weiter nach Angkor Thom, der Hauptstadt der ehemaligen Metropole. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 200 Quadratkilometern wurden nacheinander mehrere Hauptstädte errichtet und in deren Zentrum jeweils ein großer Haupttempel. Bis heute wurden bereits mehr als 1000 Tempel und Heiligtümer unterschiedlicher Größe entdeckt, und das Spannende ist natürlich, dass ausschließlich die Tempel aus Stein gebaut wurden und bis heute noch da sind. Alle anderen Häuser, sogar der Königspalast, waren aus Holz und sind eben nur noch auf so ganz besonderen Radaraufnahmen zu sehen. Aber hier im Dschungel sieht man davon heute jetzt nichts mehr. Als der letzte der großen Könige von Angkor gilt Jayavarman VII. Und der hat nicht nur ganz viele erfolgreiche Kriege geführt, sondern hat in Angkor Thom auch den Tempel erbauen lassen, zu dem wir jetzt fahren, den sogenannten Bayon-Tempel. Und das Besondere ist hier, dass die ehemals 49 Türme des Bayon mit meterhohen, aus dem Stein gehauenen Gesichtern bestückt sind. Und die sind wirklich ganz besonders. Also wenn man sich die anschaut, die sind alle ganz freundlich, sehen sich auch alle ähnlich, und man ist sich jetzt nicht so ganz sicher, ob die den König darstellen sollen oder einen Gott. Es ist sogar möglich, dass sie Siddhartha Gautama, später auch Buddha genannt,
darstellen sollen, denn dem ist das zentrale Heiligtum in Bayonne geweiht. Was wir aber wissen, ist, dass eben diese Türme früher mit Gold überzogen waren und das wissen wir, weil das chinesische Handelsgesandte aufgeschrieben haben. Also im 13. Jahrhundert, das ist eine ganz spannende Quelle, da hat ein chinesischer Gesandter ungefähr ein Jahr lang in Angkor gelebt. Su Daguan hieß der und dessen Aufzeichnungen sind eben noch erhalten. Und ansonsten gibt es hier in Bayonne an den äußeren Galerien auch total beeindruckende Reliefdarstellungen, die eben auch so das Leben der Bewohner zeigen. Was sich auf alle Fälle lohnt, ist direkt nach Angkor Wat nach Bayonne zu kommen, weil es dann einfach noch nicht so voll ist und unbedingt eben auch außen herum zu gehen und sich diese Bildgeschichten anzuschauen. So, es ist jetzt kurz nach 9. Wir haben die ersten 7000 Schritte so ungefähr gemacht und wir sind jetzt im Ta Prohm Tempel. Auf den, ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt am meisten. Also gleich nach Angkor Wat ist der, den ich irgendwie mit am spannendsten finde. Das ist der, in dem Tomb Raider gedreht wurde mit Angelina Jolie und der so ganz im Dschungel eingewachsen ist. Also da sind wir jetzt mega gespannt und irgendwie ist es ganz komisch, weil es ist jetzt noch so früh und trotzdem sind wir jetzt eigentlich ja schon bei unserer letzten Station. Also vielleicht ändern wir das dann irgendwie auch gleich noch ganz kurz entschlossen und fahren danach noch ein bisschen weiter. Aber ehrlicherweise merkt man es auch. Wir sind jetzt ja seit 5 Stunden auf den Beinen. Es wird jetzt auch irgendwie immer wärmer, aber noch geht's. Erstaunlicherweise habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Mal gucken. Ta Prohm Tempel. Der Ta Prohm Tempel wurde vom gleichen König errichtet wie auch schon der Bayonne-Tempel davor und muss unheimlich groß gewesen sein, also die ganze Anlage. Denn die äußere Begrenzungsmauer umschließt ein Gebiet von etwa 60 Hektar und man weiß, dass im Tempel selbst laut Tempelinschrift mehr als 12.000 Mönche gelebt haben. Ich finde, das ist unheimlich. Und zum Tempel gehörten etwa 3.000 Dörfer ringsum, wo dann nochmal etwa 80.000 Menschen lebten. Das ist echt unglaublich. Oh, guckt euch das mal an. Das ist wirklich... Und man findet hier wirklich auch ganz viele Ecken, wo gefühlt niemand ist. Also na klar sind hier auch noch Leute, aber ihr seht das ja. Also ich kann jetzt hier so lang gehen und hier ist niemand. Also es fühlt sich schon irgendwie krass abenteuerlich an. Also es fühlt sich wirklich ein bisschen an, als würde man jetzt hier gerade frisch diese unfassbaren Ruinen hier im Dschungel entdeckt haben. Das ist echt, also das ist hier definitiv das Beeindruckendste, was ich gesehen habe hier bei den Tempelanlagen. Also klar, Angkor Wat ist krass, einfach weil es so groß ist, aber das hier ist schon, oh, da kommen ganz schöne Entdeckerfantasien auf. Ja, ganz besonders eindrucksvoll sind natürlich diese Bäume, die ihr hier überall seht. Und das sind zum einen sogenannte Würgefeigen. Und dann die noch größeren, da habe ich jetzt nur den lateinischen Namen gefunden, ich schreibe euch den hier mal hin. Deren Wurzeln können tatsächlich ganze Gebäude überwachsen. Okay, haltet euch fest, ich glaube, jetzt kommt eins der absoluten Highlights. Also das denke ich ehrlich gesagt hier, wenn ich um jede Ecke so gehe. Aber jetzt denke ich es auch nochmal, denn... Guckt mal, ich filme das auch gleich nochmal einmal richtig ordentlich für euch. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Ta Prohm, ich
glaube, wir bleiben jetzt hier noch ein paar Stunden. Ich merke auch nichts mehr. Mir ist nicht mehr zu warm, mir ist nicht mehr zu müde und meine Füße tun irgendwie auch nicht weh. Ich will hier einfach nur noch immer weitergehen. So, ehrlich gesagt habe ich jetzt hier die ganze Anlage abgesucht. Das hieß nämlich, dass rechts vom Mittelweg, da könnt ihr jetzt riesig, ne? Rechts vom Mittelweg habe ich jetzt hier ein solches Rondell gesucht, in dem angeblich ein Dinosaurier abgebildet ist. Und erstaunlicherweise, ich hätte das nicht mehr gedacht, habe ich ihn jetzt tatsächlich gefunden. So, passt auf. Hier, da ist unser angeblicher Stegosaurus. Ich filme den jetzt auch mal so genau wie ich kann. Kontext der Bilder ist ja manchmal auch ganz spannend. Also die anderen Bilder in unmittelbarer Nähe sind diese hier. So, kurzer Nachtrag zu dem vermeintlichen Dino. Da gibt es natürlich alle möglichen Theorien. Also tatsächlich wurden auch Fossilien in Kambodscha gefunden von Dinosauriern. Also es gibt Menschen, die denken, vielleicht haben schon die Khmer solche Fossilien gefunden und haben sich dann da irgendwie so ihren Reim da drauf gemacht. Das ist so die eine Richtung. Und dann gibt es natürlich aber auch ganz viele, die sagen, das ist gar kein Dinosaurier, das ist einfach irgendein anderes Tier mit so einer Blattverzierung im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, es ist spannend. So ist das hier. Man läuft so nicht an und sieht dann aber schon, dass da sich die nächste Baumwurzel wie eine Schlange um irgendeine Mauer gewunden hat. Jetzt gucken wir mal zusammen, was das hier noch wieder ist. Oh. Guck mal. Das ist doch unfassbar. So, es ist jetzt tatsächlich erst kurz nach 11, aber wir haben beschlossen, besser kann es nicht mehr werden. Das heißt, wir machen jetzt nicht noch irgendeinen anderen Tempel, sondern fahren jetzt einfach in aller Ruhe wieder zurück ins Hotel. Noch ist es auch nicht so heiß. Also wir hatten jetzt hier einen viel entspannteren Morgen, als ich so dachte, und haben irgendwie alles gesehen, was wir spannend fanden, waren jetzt hier irgendwie auch in aller Ruhe. Und ja, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen alles sacken lassen. So, bevor wir jetzt wieder zurück zum Hotel fahren, guck mal, da ist Mr. D. Mr. D war heute unser Fahrer mit seinem coolen Tuk-Tuk. Das zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Und Mr. D hat kalte Handtücher. Immer dabei, nach jedem Tempel haben wir Frisches bekommen. Und auch kaltes Wasser. Also ganz große Empfehlung. Ich zeige euch jetzt hier auch schon mal den Kontakt von Mr. D. Ich schreibe den auch gleich nochmal unten mit in die Beschreibung. Mr. D. Ja. Der beste Fahrer von allen. Lotti, glücklich mit Handtuch. Da. Ja. Okay.
So, jetzt ist nachmittags, wir haben einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, sind jetzt wieder total frisch und erholt und es regnet. Das ist vielleicht so für alle, die planen, hierher zu kommen, auch noch ganz gut zu wissen. Es ist jetzt Mitte Juni, das heißt, die Regenzeit fängt an, was zum einen bedeutet, dass es ganz schön heiß sein kann. Also 36 Grad sind jetzt da nicht ungewöhnlich. Und wir waren jetzt ungefähr eine Woche hier. Es hat tatsächlich ganz schön oft am Nachmittag geregnet. Und beides spricht dafür, in meinen Augen, tatsächlich früh in den archäologischen Park zu fahren. Also für uns war es jetzt richtig gut, schon zum Sonnenaufgang da zu sein. Zum einen sieht es einfach großartig aus, wenn die Stimmung so ist. Und dadurch waren wir jetzt wirklich auch früh überall und es war echt nicht so voll. Also ihr habt das ja gesehen auf den Bildern. Wir hatten wirklich ganz oft das Gefühl, da fast alleine zu sein und sind jetzt auch nicht bewusst irgendwie in nur ganz abgelegene Ecken der Tempelanlagen gegangen, sondern waren da schon echt so mittendrin. Jetzt ist auch gerade Nebensaison, also das hilft wahrscheinlich. Das ist sicherlich auch nochmal ganz anders, wenn man hier so im Januar, Februar ist. Ich glaube, da ist es ja hier nicht so heiß und ganz viele Europäer kommen dann her, um so dem europäischen Winter auch zu entfliehen. Also Mitte Juni, Nebensaison, nicht so viele Leute, heiß, nass am Nachmittag, deswegen ist es morgens, glaube ich, richtig gut. Und wir waren überhaupt nicht so geschafft, wie ich dachte. Und ich würde auch immer wieder nur 3 Tempel machen, glaube ich. Also das waren jetzt so die 3 Hauptanlagen, die auch so die größten Unterschiede irgendwie gezeigt haben. Und natürlich gibt's hier noch viel mehr zu sehen. Also na klar könnte man sich jetzt hier auch noch locker 3 Tage länger aufhalten. Aber ich glaube, so fürs erste Mal war das jetzt so gut für mich. Und vielleicht komme ich hier irgendwann noch mal hin und bin dann auch noch mal ein bisschen länger in Taprom. Den fand ich wirklich mit Abstand am eindrucksvollsten. Aber ich glaube, jetzt hätte mich noch mehr überfordert, sage ich ganz ehrlich. Also wir haben unterwegs auch Reisende getroffen, die gesagt haben, sie haben irgendwie 3 Tage lang am Ende sich 20 Tempel angeguckt oder so. Also für mich wäre das jetzt nichts gewesen. Das ist immer ja jedem selbst überlassen, aber ihr schaut ja dieses Video auch, um meine Meinung dazu zu hören und ich finde, das war jetzt genau gut so. Die 3, die wir gesehen haben, haben wir wirklich intensiv erlebt. Da waren wir jetzt mehrere Stunden jeweils und das war so total gut. So, und für alle treuen Zuschauer dieses Kanals sei gesagt, dass das jetzt hier erstmal das letzte Video aus Asien war, denn wir fliegen nächste Woche zurück nach Deutschland und dann ist auch auf alle Fälle erstmal Sommerpause. Alle, die jetzt mich schon ein bisschen besser kennen, wissen ja, dass in Deutschland ganz schön große Veränderungen für mich anstehen. Also ich werde ja nicht nur meine Heimatstadt Greifswald verlassen, sondern auch meinen Job, um mich dann selbstständig zu machen und in meinem alten Mercedes-Bus weiterhin zu leben. Das wird alles ziemlich aufregend und das für mich nicht. Also das ist so privat. Ich glaube, das könnt ihr auch verstehen. Da hat jetzt irgendwie ein YouTube-Video so nichts zu suchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns dann so im August irgendwann wiedersehen aus dem Bus. Was ich dazwischen mache, wenn ich es noch schaffe, ist euch einmal zu filmen, wie das jetzt hier eigentlich mit der Monetarisierung sich entwickelt hat. Also diejenigen, die schon jetzt länger dabei sind und ganz treu mitgefiebert haben letzten Dezember, wie sich hier so der Kanal entwickelt, die wissen noch, dass ich versprochen habe, ich mache mal ein Video dazu, was man eigentlich verdient mit so einem kleinen Kanal. Und das würde ich noch einlösen, das Versprechen. Also das kann ich mir vorstellen. Und ansonsten habt ihr jetzt erstmal 6 Wochen lang Zeit, noch die alten Videos zu gucken, wenn ihr das wollt und noch nicht gemacht habt. Also, ich wünsche euch allen einen super schönen Sommer. Ich hoffe, ihr habt alle auch irgendwie Urlaub oder mal Zeit, so ein bisschen länger das zu machen, worauf ihr euch irgendwie schon vielleicht länger freut. Bleibt schön gesund und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns wiedersehen im August. Bis dahin, alles Liebe.